Wie kommt es, dass wir so oft in unserem vertrauten Elend verharren, anstatt unser Leiden schlicht und ergreifend zu beenden? Welche Bedeutung hat dieser Loslassprozess für jeden Einzelnen und für unser Menschheitskollektiv in Zeiten des Aufstiegs und des spirituellen Erwachens? Als erstes bitte ich dich um Verständnis, wenn die eine oder andere technische Feinheit in diesem und den folgenden Videos nicht ganz so tippitoppi ist, weil ich von unterwegs agiere und einfach andere Rand- und Rahmenbedingungen habe. Jetzt zu unserem Thema, zum Loslassen an sich, den Hintergründen, wie es kommt, dass wir uns so schwer tun, loszulassen, habe ich auf diesem Kanal schon ein etwas ausführlicheres Video. Ich verlinke es am Ende dieses Videos, sodass du auch darauf noch zurückgreifen kannst. Worum es heute mir geht, ist das Thema Leiden im Zusammenhang mit dem nicht loslassen können. Auch wenn wir Schöpferseelen sind und unser Leben im Grunde frei gestalten können, weiß jeder von uns ganz genau, dass wir durch unsere Bedingungen in der Kindheit und Jugend ganz stark von unserem damaligen Umfeld geprägt wurden, und zwar nicht nur in der damaligen Zeit, sondern auch in die Zukunft hinein. Und viele dieser Glaubensmuster und Wertesysteme, die daraus entstanden sind, einfach versäumt haben, in späteren Jahren zu hinterfragen. Und so sind daraus Werte und Glaubensmuster entstanden, die einerseits sehr positiv sind, wenn ich zum Beispiel glaube, alles, was ich mir vornehme, das schaffe ich auch, weil meine Mama genau nach dieser Maxime gelebt hat und es mir als Vorbild gezeigt hat. Aber auch solche hinderlichen Glaubenssätze wie, das schaffst du eh nicht. Du bist zu, Punkt, 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 was auch immer, zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, dann ist es hinderlich. Und Wertesysteme, zum Beispiel, wenn ich groß geworden bin mit diesem Wert, Familie ist heilig, dann werde ich manches auch als Erwachsener tun, im Sinne der Familie, meiner Herkunftsfamilie oder später der eigenen, die ich gründe, auch wenn es mir persönlich, meinem Wesen, meiner eigentlichen Aufgabe, für die ich auf diese Welt, in dieses Leben getreten bin, damit zuwider handele, indem ich fremden Werten und Glaubenssätzen, die ich mir zu eigen gemacht habe in früheren Jahren, folge, ohne sie hinterfragt zu haben auf ihren Wahrheitsgehalt für mich, beginne ich mein Leiden. Kleines Beispiel. Ich bin in einer Beziehung. Mein Partner hat beruflich die Idee, in einen anderen Ort zu ziehen. Und da ich ihn liebe und Liebe ist einer meiner Werte, gehe ich mit. Ich merke jedoch, an diesem für mich auch ebenfalls fremden Ort fühle ich mich nicht wohl. Jedem von uns ist es schon aufgefallen, wahrscheinlich zumindest denen, die etwas feinfühliger sind, dass es Orte gibt, an denen ich mich sauwohl fühle und andere Orte, die ich am liebsten fluchtartig verlassen würde. Indem ich dort aber verharre, und dann beginnt das Verharren im vertrauten Elend, meinem Partner zuliebe, komme ich nicht mehr raus und ich merke, dass ich zunehmend Energie verliere. Viele Menschen kennen solche Situationen und es fängt schon bei so simplen Sachen aus, wohin reisen wir im Urlaub, ans Meer oder in die Berge, indem ich dauernd gegen mein eigenes Inneres handle und leide, verliere ich Energie.
Wir wissen alle, dass wir momentan in sehr komplizierten Prozessen des Wandels auf globaler Ebene sind, dass wir massive Energien zu verkraften haben, die aus dem Universum auf uns einströmen. Das heißt, wir sind dazu aufgefordert, unsere Energiebilanz, unsere innere Energiebilanz sauber und ausgeglichen zu halten. Und so ist es eine gute Idee, mich zu fragen, das, was jetzt gerade mit mir in meinem Umfeld, im Kleinen wie im Größeren passiert, raubt es mir Energie oder gibt es mir Energie? Und Energie rauben tut es mir oft, wenn ich gegen meine eigene Seele agiere. Also ist es total wichtig, dir darüber im Klaren zu werden, wer bin ich wirklich in den tiefsten Tiefen meiner Seele? Was ist für mich stimmig? Und ich sag's mal so salopp, es ist kein Egoismus, wenn du dich von Situationen, von Menschen, von Gegebenheiten einfach löst, weil sie nicht deinem tiefsten Inneren entsprechen. Und indem du dich auf diesen Weg begibst, auf deinen Weg nach innen und aus den Schlüssen, die sich daraus ergeben, in Form deiner Intuition zum Beispiel, handelst, bist du auf dem Weg des spirituellen Erwachens. Meine persönliche Auffassung ist, dass jeder Mensch hier inkarniert ist, um seine Seele zum Ausdruck zu bringen, um sie zu leben, mit Leben zu erfüllen. Voraussetzung dafür ist natürlich zu wissen, ja, was ist denn mein Wesenskern? Wer bin ich denn wirklich? Und ein guter Weg, um das herauszufinden, ist zum Beispiel in meditative Zustände zu gehen. Wie Meditieren geht, verlinke ich auch am Ende dieses Videos noch einmal als Einweg. Oder eben auch einfach zu gucken, was gibt denn mein Körper her? Womit fühlt mein Körper sich wohl? Wir sind ja inkarniert in Körper als unser Gefährt für dieses Leben. Und insofern gibt der natürlich uns gewisse Voraussetzungen mit. Jemand, der zierlich und zart ist, egal ob Frau oder Mann, ist wahrscheinlich eher nicht für massive körperliche Arbeit geeignet, sondern vielleicht eher ein Geistesarbeiter oder ein Künstler. Also nach den körperlichen Gegebenheiten gucken, schauen, wie fühlen sich die Dinge an, unsere Gefühle und damit unsere weibliche Seite zu entfalten. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Prozess, um loszulassen, was nicht mehr stimmig ist und dadurch das Leiden zu beenden. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.